Genau. Ich wollte eigentlich nur mal vorstellen, was ich so in den letzten zwei Jahren gemacht habe im Bereich Robotik. Ich finde Robotik total spannend und es ist so ein Thema, was auch immer mal wieder an die Menschen herangetragen wird, meistens in dieser Form. Das heißt, das sind so kleine Arduinos, die halt einen Ultraschallsensor drauf haben, zwei Motoren, ein bisschen rumfahren. Das ist alles ganz gut, wenn man halt verstehen möchte, wie Strom funktioniert und wie so die generellen Zusammenhänge in der Informatik funktionieren. Aber wenn man dann mal einen Schritt weitergehen möchte, wird's gleich richtig schwer, habe ich erfahren. Und da gibt's eine Sache, das ist ein Open-Source-Projekt, wurde von Willow Garage ins Leben gerufen, von Scott Hassan. Das ist einer der Dritte im Google-Bunde sozusagen. Der war relativ zügig dann Milliardär und hat sich halt mit 30 Leuten hingesetzt und hat einfach mal ein Betriebssystem für Roboter geschrieben. Das Betriebssystem ist jetzt eigentlich Linux-basiert, das heißt, man hat da bestimmte Tools, bestimmte Aufbau, bestimmte Serververbindungen. Das zu erklären würde 5 Minuten bei Weitem sprengen, also geschätzt 2-3 Monate braucht man, um das so richtig zu verstehen. Um es zu benutzen, braucht man aber echt weniger Zeit. Dass es gut ist, zeigt einfach mal die Folie, die ein bisschen beschnitten ist. Es gibt echt viele Roboter, die das können, auch ein paar Bekannte, so der Nao, den in den ganzen Universitäten rumrennt, dieser Humanoide. Eine Sache fällt aber auf, wenn man sich mit diesen komplizierten Robotern zusammensetzt, dass sie nämlich immer teuer sind. Also der teuerste oder der beste sozusagen ist von Willow Garage selber entwickelt, den seht ihr oben rechts, das ist der PR2, das ist der Traumroboter, der hat 2 Arme, einen Laserscanner, kann rumfahren, total toll, 400.000 €. Kann man, wenn man mal spielen möchte mit denen, kann man nach Freiburg fahren, die haben einen, sonst wüsste ich jetzt gerade nicht, wer einen in Deutschland hat und die haben den geschenkt gekriegt übrigens. Was öfter noch in den Unis rumfährt, ist unten rechts. Das ist der sogenannte Turtlebot. Auch der ist schön. Ist letztendlich so ein Roomba mit einem Tisch drauf und einer Kinect. Super Teil, kostet aber auch 1.500 €. Also auch nicht so cool. Was habe ich gemacht? Naja, was man halt so macht. Also oben links seht ihr noch was vom letzten Jahr. Ich habe halt einfach mal Roboter hingeschrieben. Man packt einen Raspberry Pi mit einer Spielkamera drauf und lässt ihn ein bisschen rumfahren. Man versucht einfach Komplexität ein bisschen weiter über den Arduino zu treiben und in die Robotikwelt reinzutauchen. Zufälligerweise habe ich in der Zeit meinen Abschluss gemacht und mein Professor war sehr nett und hat mich da quasi universitär mit dem Thema mal beschäftigen lassen. Das heißt, ich habe für die Uni eine kleine Robotikplattform gebaut, die in der Lage ist, ROS auszuführen und kompatibel zu großen Robotern quasi ist. Also der lebt in derselben Welt, in derselben Karte, kann alles, was der Große kann. Meine Aufgabe war das halt möglichst modular, möglichst günstig herzustellen. Das habe ich halt mal gemacht. Dann bin ich zu der Lösung gekommen, dass wir halt Xtiron ist sowas wie eine Kinect, ein Qubitruck ist ein besserer Raspberry, eine IMO ist ein Accelerometer, Magnetometer und ein Gyroskop, also quasi die Sensoren für die Lage. GPS kennt jeder. Dann habe ich trotzdem noch 2 Arduinos gebraucht, einfach um bestimmte Sensoren auszulesen, die Motoren zu steuern und habe ein Gehäuse aus Aluminium-Plexiglas gebaut. Es gibt eine Bauanleitung, die schicke ich euch gerne zu. Die ist noch nicht auf meiner Website, weil ich halt gestern Nachmittag beschlossen habe, hier den Vortrag zu halten und irgendwie das noch nicht richtig vorbereiten konnte. Aber das ganze Ding ist halt ROS Indigo kompatibel, also auch die aktuelle Version sozusagen von ROS. Das ist immer so das Problem. Also alles, was man findet, ist meistens 3-4 Generationen alt und dann kann man es trotzdem wieder nicht verwenden, weil sich ROS rapide weiterentwickelt. Und das ganze Ding kostet unter 500. Ich bin aber der Meinung, man kriegt das sogar noch günstiger hin. Das war halt nur der erste Versuch, das zu bauen. Die Effekte, die man damit erzeugen kann, sind relativ cool. Also man kann halt durch die Wohnung fahren und 3D-Bilder der Wohnung machen. Also hier sehen wir mal, wie man im Flur mal abbiegt und den Schreibtisch da fotografiert. Halt auch in der Höhe so. Die Kamera bietet ungefähr 5 Meter Höhendaten mit 640 x 480 Pixel. Für den Preis schon relativ gut, zumal so Laserscanner und so ein Kram echt viel Geld kosten. Hier ist nochmal eine große Karte, wo man so den Flur sieht. Es gibt sogar Slamming, das heißt, man weiß, der Roboter kann errechnen, wo er sich befindet. Er hat eine Odometrie, er hat mehrere Daten, die er dann filtert, um halt rauszukriegen, wie er sich bewegt hat und also abzüglich davon, wie er hätte gedacht, dass er sich bewegt hat und so weiter. Also man kann richtig viel coole Mathematik einfach nur durch dieses ROS machen, weil die Funktionalität, zeichne mir eine Karte, ist in ROS abgebildet. Das heißt, niemand braucht programmieren, zeichne mir eine Karte. Man hat in dem ROS auch drin, lese mir den Sensor XY aus und mache mir daraus das Format, was alle verstehen. Also es gibt in ROS eine Abstraktionsebene, die auf den ersten Blick kompliziert scheint, auf den zweiten Blick aber extrem coole Projekte ermöglicht. Und wenn man da einmal drin ist mit einem kleinen Projekt, was nicht so viel Geld kostet wie 400.000 €, dann kann man da lustige Sachen machen.
Ja, und dann war ich auf dem Camp dieses Jahr und habe das Teil gesehen. Das fand ich total cool. Wer es nicht gesehen hat, das ist eine Draisine auf einer Schiene, gebaut aus 2 Rollstuhlmotoren und einer Autobatterie. Und da dachte ich, warum eigentlich nicht? Und habe da mir 2 Rollstuhlmotoren gekauft, habe die auf ein Brett geschraubt mit einem dritten Rad und bin gerade eben dabei, das Ding zu einem ROS-Roboter zu machen, also auch so ein bisschen Open-Source-Roboter, der zurzeit immer noch deutlich unter 500 € kostet. Also ja, der Sinn dieses Vortrags ist eigentlich, mal ein bisschen Aufmerksamkeit zu schaffen. Wer Lust hat, sich daran zu beteiligen, da schon mal mit was gemacht hat oder irgendwie mitmachen möchte, gerne, also das sind nur die Quellen. Jetzt Pause drücken. Und ansonsten sind hier noch meine Kontaktdaten, wo ihr mir gerne schreiben dürft und wir mal gucken können. Ich kann euch meine Webseite sehr empfehlen. Die hat alles außer Besucher, also das war's auch schon.